Hallöchen, ich bin Ines. Hallo, ich bin Sebastian und das ist Poppy. Herzlich willkommen in unserer Villa Erlebach. Das Haus ist 1906 erbaut und steht heute unter Denkmalschutz. Wir versuchen hier so ein bisschen den Vintage-Stil mit modernen Sachen zu kombinieren und das zeigen wir euch jetzt mal. Kommt doch mal mit! Hier sind wir jetzt auch schon in unserer Empfangshalle. Das ist unser höchster Raum im Haus mit einer Deckenhöhe von ungefähr 6,50 Meter. Also das ist ein riesengroßer Raum und wenn man zum ersten Mal reinkommt, ist das schon sehr beeindruckend. Was hier natürlich total auffällt, ist diese türkisfarbene Tapete. Das sind die Mandelblüten von Vincent van Gogh. Das hat er damals für seinen Neffen zur Geburt gemalt und uns hat das total gefallen. Das Geländer war alles nochmal vertäfelt und eingepackt in Holz. Ich habe mir dann die Architektenzeichnung noch mal genau angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass da was anderes gemalt war. Also in der Zeichnung hatte das so ein bisschen gitterförmige Struktur. Und dann konnten wir natürlich kaum erwarten, als wir dann den Kaufvertrag unterzeichnet haben, war eines der ersten Dinge, dass wir wirklich diese Vertäfelung abgemacht haben. Und haben dann darunter tatsächlich noch das originale Holz gefunden, wie es halt damals vom Architekten gedacht war. Und wir hatten sowas von Glück, denn alles war intakt, was wir darunter gefunden haben. Wir haben das Haus tatsächlich im Internet gefunden. Da war schon klar, dass es ein altes Haus war. Und das ist uns aber eigentlich ganz lieb gewesen, weil das hat natürlich einen gewissen Charme und deswegen fühlen wir uns hier auch sehr wohl. So, dann zeigen wir euch mal jetzt, wo wir wohnen und arbeiten. Kommt mal mit. Ja, das hier ist mein Arbeitsbereich. Ich arbeite von zu Hause aus und hier habe ich einen wunderschönen Platz direkt vorm Fenster und mag diesen Raum auch sehr. Wir haben zwar hier nicht viel verändert im Sinne von die Tapete und der Boden natürlich, das haben wir gleich gelassen. Wir haben so ein bisschen unseren eigenen Stil hier reingebracht. So ein paar Vintage-Sachen zu finden, machen wir es meistens so, dass wir auf Flohmärkten rumstöbern. Aber manchmal findet man auch in ganz normalen Geschäften, in modernen Geschäften irgendwas. Und es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie man das kombiniert, wie man das in Szene setzt. Und das muss auch nicht so unglaublich teuer sein. Man kann mit kleinen, einfachen Sachen auch schon viel hermachen. Die Lampe hier oben, die haben wir zusammen mit dem Haus gekauft. Also die ist praktisch hängen geblieben, weil die Vorbesitzer die nicht mit in ihr neues Haus nehmen wollten. Und ich freue mich natürlich darüber. Ja, hier seht ihr unseren Kachelofen. Der ist ein besonderes Exemplar, würde ich sagen. Uns wurde gesagt, er hat Kacheln aus Meißner Porzellan. Die sind alle handbemalt, haben auch alle kleine Unterschiede. Ein wunderbares Exemplar, denke ich. Der ist so alt wie das Haus. Das Haus ist 1906 gebaut und der Kachelofen hat hier vorne noch ein kleines Fach. Das hat man dann früher genutzt, um Speisen warm zu halten tatsächlich. Also man hat damals schon sehr praktisch gedacht. Dann gehen wir jetzt mal in unser Wohnzimmer. Also wenn wir Gäste haben, dann bewirten wir die sehr gerne hier am Tisch und das macht uns auch Spaß, solche alten Keramikwaren hier auf den Tisch zu stellen, die ein paar Blümchen haben. Einiges von diesem Geschirr stammt tatsächlich auch noch aus meiner Familie, von meiner Oma und von meiner Uroma. Und ich finde, das zaubert immer so ein kleines Lächeln aufs Gesicht, wenn man da aus einer schönen Porzellantasse mit einem Blümchen trinken kann. Die Uhr haben wir auch auf dem Flohmarkt gefunden. Ist ein wunderschönes Stück. Die war auch tatsächlich schon überholt, hat technisch halt soweit okay. Das einzige Problem, was wir damit hatten, war, dass die Pendellänge nicht ganz gestimmt hat. Das heißt, die Uhr ging am Anfang pro Tag 5 Minuten falsch. Jetzt sind wir bei 5 Minuten pro Woche. Ich muss also noch ein bisschen experimentieren.
hier seht ihr unser Grammophon. Völlig unerwartet ist das natürlich auch ein Fund von einem Flohmarkt gewesen. Das haben wir in Dresden gefunden. Es ist ein deutsches Fabrikat. Der Verkäufer hat gesagt, wohl von 1904, also ein bisschen älter als das Haus. Hatte eine sehr weite Reise hinter sich. Es war in Australien und ist dann tatsächlich nach Deutschland zurückgekommen. Und wir haben es hier gekauft. Und das Tollste daran ist, es funktioniert sogar noch. Die Tür haben wir tatsächlich auch erst gefunden, als wir hier eingezogen sind. Ursprünglich stand hier eine große Eiche-Schrankwand, die genau in diese Nische eingepasst war. Und die ist dann weggekommen. Und von der anderen Seite war die Tür mit Trockenbauwand zugebaut. Und die habe ich im Nachgang dann entfernt und diese wunderschöne Tür wieder zum Vorschein gebracht. Ihr seht hier überall dieses wunderschöne Parkett. Das ist tatsächlich bei uns im Erdgeschoss in fast allen Räumen verlegt. Es war aber nicht überall von Anfang an sichtbar. Zum Teil war es nämlich mit Teppichboden belegt und dummerweise auch mit verklebten Teppichboden, was dazu geführt hat, dass Ines und ihre Freundin ganz schön schrubben mussten, um das Parkett wieder so schön zum Vorschein zu bringen. Unser Haus ist vom Architekten Adalbert Erlebach gebaut worden. Der Herr Erlebach kam ursprünglich aus Böhmen, hat dort studiert, war dann hier in Dresden bei einem Architekten tätig und hat sich dann 1904 selbstständig gemacht und wie gesagt 1906 unser Haus gebaut. Später ist er dann nach Südtirol gegangen, wo er den Großteil seines Werks vollbracht hat. So, dann schauen wir uns mal das Obergeschoss an. Kommt mal mit. Dann zeige ich euch jetzt mal eins unserer Badezimmer. Wenn man im Badezimmer über Beleuchtung spricht, ist es ja auch immer wichtig, dass man gutes Licht am Spiegel hat, um sich zu frisieren und sich zu schminken. Und als ich nach Lampen suchte, dachte ich eigentlich erst so an eine ganz normale Wandleuchte, so ein bisschen im Jugendstil. Und dann sind mir doch diese Vögel hier begegnet und die sind so nett und hochwertig gearbeitet. Auch die Augen sind aus Glas und ich finde, es macht was her. So, hereinspaziert. Das hier ist unser größter Stolz, nämlich unser Gästezimmer. Kommt ruhig rein. Ich hatte damals die Idee, hier so einen besonderen Schlafbereich zu schaffen. Habe eine kleine Zeichnung gemacht, habe mich auch ein bisschen auf Instagram inspirieren lassen. Und dann ist die Idee im Prinzip so entstanden. Das Bett war schon klar, das hatten wir schon, 1,60 breit. Dann haben wir hier 2 Packschränke links und rechts daneben gestellt, haben das ein bisschen verziert. Dann hat der Schreiner uns das ausgesägt. Der Basti hat es dann hier dran gebaut. Dann war es noch sehr aufregend, ein Gardinenstudio zu finden, die im Prinzip das hier realisieren. Als wir uns dazu entschieden haben, das Haus zu kaufen, wollten wir natürlich so viel wie möglich erhalten, beziehungsweise auch ein bisschen wieder so herstellen, wie das früher mal gewesen sein könnte. Nur haben wir es hier ein bisschen übertrieben, aber es sollte halt ein großer Effekt zwischen vorher und nachher sein. Und wenn man hier schläft und dann hier erwacht, dann schaut man praktisch hier auf das Weizenfeld von Vincent van Gogh. Das ist eine Fototapete, die gefällt mir sehr gut, weil sie diese Struktur von den Wolken, ja, das bisschen Wilde, was der Van Gogh auch in seinen Pinselstrichen hat, widerspiegelt. Und ich persönlich, ich liege morgens sehr, sehr gerne im Bett und denke noch ein bisschen nach, zumindest am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Und dann ist es schön, wenn man auf sowas schauen kann. Das ist unser Musik- und Konzertraum.
Den haben wir uns mal gegönnt, weil wir jetzt zum ersten Mal im Leben Platz haben. Und zu gemütlichen Zeiten kann man hier sehr gerne 24 Menschen unterbringen. Am Bühnenrand kann auch noch gesessen werden. Hier haben wir einen Raum, wo wir Familie und Freunde, Bekannte einladen können und auch so kleine Hauskonzerte veranstalten können. Liebeskummer lohnt sich nicht mehr, darling, oh no. Also die Musik, die hat uns damals auch zusammengebracht. Ich arbeite als Sängerin und der Basti macht auch Musik. Ja, ich spiele Gitarre und Bass und wir haben uns tatsächlich auch in der Band kennengelernt. Da habe ich Bass gespielt, Ines hat gesungen. Also das Zimmer hatte tatsächlich, als wir das Haus übernommen haben, gar kein Stück. Das war einfache Raufasertapete und nicht viel. Wir haben uns dann überlegt, dass man mal einen ungewohnten Blick ermöglicht und da kam uns halt dann die Idee mit dem Stuck. Das ist tatsächlich heutzutage gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der das vernünftig kann. Wir haben dann tatsächlich auch keinen Stuckateur gefunden, leider, aber unser Maler, den wir hatten, hat uns in Kontakt von einer französischen Firma vermittelt, die diese Stuckelemente eben aus Polyurethan herstellt. Und unser Maler hat die dann dankenswerterweise auch hier wunderbar angebracht, wie ich finde. Wenn wir hier so unsere Konzertabende machen, dann steht Ines immer auf der Bühne und singt und ich kümmere mich dann einfach um die Technik. Wir hoffen, unsere kleine Roomtour durch unsere Villa Erlebach hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick in unser Leben gewinnen. Und wenn ihr Lust auf mehr Häuser, Wohnungen oder Villen habt, dann könnt ihr entweder hier klicken oder ihr abonniert einfach den Kanal. Genau. Alles Gute für euch. Tschüss. Tschüss.